Hallo, herzlich willkommen. Wir sind heute auf der St. Clair Avenue West unterwegs. Das ist eine recht bekannte Straße nordwestlich von Downtown Toronto. Ursprünglich wurde das, glaube ich, mal von britischen Einwanderern gegründet. Dann wurde es von europäischen Einwanderern übernommen. Also ein Teil dieser Straße ist führt zum Beispiel durch die Nachbarschaft, die Corso Italia heißt, also wo hauptsächlich italienische Einwanderer zu finden sind. Und im Moment ist es, glaube ich, eins der Viertel, die somit am meisten im Umbruch sind hier in Toronto, weil hauptsächlich Millennials, junge Familien hier Häuser kaufen und hinziehen und so langsam die ältere Generation ersetzen, die hier lange Zeit gewohnt hat. Die Europäer, die hier vor 2, 3 Generationen hergezogen sind. Man sieht im Hintergrund auch, wie hier auch viele neue Wohnungen gebaut werden, also viele neue Gebäude entstehen. Dafür müssen halt einige der alten Gebäude langsam weichen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Nachbarschaft hier komplett im Wandel ist. Also es gibt einige alte, spezielle Geschäfte hier, die so langsam jetzt ersetzt werden durch Gyms, moderne Geschäfte und Ketten und alles, was ein bisschen moderner ist und so das neue Klientel anspricht, was jetzt hier hinzieht und sich hier in diesem Gebiet ansiedelt. Um an die St. Clair West zu kommen, kann man die Straßenbahn nehmen, also mit der U-Bahn Richtung Norden, und dann westlich fährt hier die Straßenbahn entlang. Die Strecke wurde gerade neu gemacht, also wurde im letzten Jahr oder so renoviert, ist seit kurzem, seit September oder so, glaube ich, wieder freigegeben. Ja, hier sieht man die Neubauten teilweise hier an der Hauptkreuzung von Bathurst und St. Clair. Das Viertel ist auch ziemlich bekannt dadurch, dass es so ein Mix an Kulturen ist. Also eins der größten Straßenfeste hier im Sommer ist Salsa und St. Clair, wo die ganzen südamerikanischen Bands auftreten. Es geht halt, wie gesagt, um Salsa und Tanzen und Musik. Und da kommen halt viele Leute aus Lateinamerika, Südamerika zusammen. Das ist ein relativ bekanntes Fest, was hier im Sommer in dieser Nachbarschaft stattfindet. Als Tourist kommt man hier vielleicht nicht unbedingt lang. Allerdings gibt es hier schon ganz interessante Geschäfte zwischenzeitlich und es ist halt auch beliebt zum Ausgehen. Also es gibt alle möglichen Restaurants, hauptsächlich auch lateinamerikanisch, europäisch, ein paar Sachen, die so aus dem Nahen Osten kommen oder auch asiatischen Raum. Also insgesamt sehr, sehr gemischt. Und hier so in den Seitenstraßen sieht man die ganzen netten Wohnhäuser, die hier drumherum sind. Also relativ dicht besiedeltes Gebiet. Ja, hier sieht man, wie gesagt, so die neueren Shops, also Cannabis und so weiter gibt es hier in Toronto mittlerweile halt auch an jeder Ecke, weil es legal ist. Und viele Sachen wurden halt hier ersetzt.
Man hat so viele von diesen kleinen Läden an der Ecke, wo man frisches Obst, Gemüse, aber auch Blumen und andere Kleinigkeiten kaufen kann. Das ist ganz beliebt hier in diesem Teil von Toronto. Auch so Sachen, die man Downtown nicht mehr unbedingt sieht, weil Downtown mittlerweile fast nur noch Bürogebäude, Riesenwohnhäuser und alles, was damit einhergeht, mit sich bringt. Also oftmals keine kleinen Läden oder Geschäfte mehr, sondern eher so Dry Cleaner oder ja, Nagelsalon oder bestimmte Dinge halt, aber nicht mehr so unbedingt dieser Multikulti-Mix, den es hier so gibt in dieser Art von Nachbarschaft. Wenn man hier ein Stückchen weiterläuft, kommt man auch in ganz nette Wohngebiete rein, wo es sich lohnt rumzulaufen. Also eins davon zum Beispiel Witchwood, was auch ein sehr, sehr schönes Gebiet ist, mitten im Zentrum von Toronto, mit großen Wohnhäusern, relativ teure Wohnhäuser und es hat eher so parkähnliche Strukturen. Also man denkt gar nicht, dass man unbedingt mehr in der Innenstadt von Toronto unterwegs ist. Hier in diesem Viertel ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Sache, dass viele Leute durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Toronto und durch den ganzen Wandel, der die Inflation mit sich gebracht hat und ja, zum Beispiel auch durch Covid und so weiter ausgelöst wurde, dass viele Leute, die hier früher mal gewohnt haben oder die hier vielleicht auch mehr als eine Generation lang gewohnt haben, sich überlegen, aus Toronto, aus Kanada rauszuziehen. Viele Leute, die halt aus Gegenden stammen oder aus Ländern stammen, wo das Leben noch billiger ist als hier in Toronto, die überlegen sich halt, gerade wenn sie in Rente gehen, ob es sich nicht lohnt, dann vielleicht wieder zurückzuziehen. Und mit der kanadischen Rente lebt es sich dann in bestimmten Ländern einfacher, leichter als hier in Toronto, sodass halt viele ihre Häuser hier verkaufen und die wiederum gerade oft von jungen Familien und Millennials übernommen werden und dadurch diese ganze Nachbarschaft so ein bisschen ihr Gesicht wechselt. Man sieht, hier gibt es noch viele alte Gebäude, also hier gibt es eine alte Kirche, die hier noch mitten zwischen den Geschäften und den Restaurants steht. Altes Backsteingebäude, was halt auch immer noch genutzt wird. Also die meisten Kirchen sind immer noch in Betrieb. Es gibt sogar einige, wo die Struktur beibehalten wurde, die in Wohnungen umgebaut wurden. Aber das hier ist jetzt immer noch eine ganz normale Kirche, die hier in Betrieb ist am Wochenende, was in einigen Gegenden von Toronto, die was moderner sind und nicht so traditionell, gibt es halt mittlerweile, die Kirchen sind nicht so wie bei uns in Deutschland, dass es alles so alte Kirchengebäude sind, sondern die sind teilweise in ganz normalen Wohnhäusern untergebracht und von außen sieht man nicht unbedingt, dass es Kirchen sind. Aber in so alten Vierteln wie hier ist es noch was anderes. Da sind die alten Häuser durchaus noch, oder die alten Gebäude durchaus noch in Betrieb. Ja, hier sieht man so ein bisschen den Mix, den es hier auch gibt an alt und neu und das ist so ein Viertel, wo man halt auch alles findet, also jegliche Serviceleistungen, Banken, Ärzte, hier gibt es einen Zahnarzt, wie man sieht, Tierkliniken, dann gibt es Hilfe für Einwanderer teilweise, also zum Beispiel, wenn man Hilfe braucht, einen Job zu finden oder auch Hilfe beim Ausfüllen von offiziellen Formularen. Solche Sachen findet man halt hier in dieser Nachbarschaft relativ oft, was natürlich dann auch
so ein Anzeichen dafür ist, wie gemischt die Bevölkerung hier ist an dieser Stelle. Und ja, dass es halt oftmals auch Leute gibt, immer noch in solchen Vierteln, die wenig oder vielleicht nicht ausreichend Englisch sprechen oder vielleicht nicht ausreichende Kenntnisse haben, um selber ja ihre offiziellen Dinge zu erledigen. Hier gibt es eine Kette, wie man sieht, Salvation Army, relativ großes Geschäft, wo man halt gebrauchte gespendete Waren kaufen kann für einen relativ kleinen Preis. Hier sieht man diese roten Luken an der Ecke, da kann man halt seine Spenden einwerfen, wenn man irgendwas hat. Haushaltswaren, Kleidung, alles Mögliche, was noch zu gebrauchen ist, auch Elektroartikel und so weiter. Und die werden dann für einen Bruchteil des Preises weiterverkauft. Diese Läden sind ziemlich gut besucht in Toronto, waren halt immer gut in Betrieb, aber mehr so Leute, die vielleicht einfach auf der Suche nach irgendwelchen alten Schätzchen waren und nicht so viel Geld für irgendwelche Sachen ausgeben wollten. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, eher so wirklich der Fall, dass die Leute einfach nicht mehr das Geld haben für bestimmte Sachen und dadurch solche Läden halt noch mehr auf Spenden angewiesen sind und noch mehr in Betrieb genommen werden. Also viele Leute leben halt auch mittlerweile von Lebensmittelspenden oder anderen Spenden, um sich und ihre Familien durchzubringen. Ja, hier sieht man, gibt es viele kleine, nette Cafés, auch aus ganz verschiedenen Ländern. Also hier gibt es so bestimmte Spezialitäten aus einem oder dem anderen Land. Zum Beispiel mexikanische Spezialitäten sind hier sehr beliebt in diesem Viertel. Kleine Bäckereien mit portugiesischem, spanischem oder französischem Hintergrund. Also ein bunter Mix an Läden und Restaurants. Also dementsprechend ist dieses Viertel auch relativ beliebt abends zum Ausgehen. Also gibt es ein paar sehr nette Bars und nette Restaurants. Und wie gesagt, es ist auch nicht weit, wenn man hier von Downtown hinfährt. Also mit dem Auto sind es vielleicht 20 Minuten oder so. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich würde mal sagen 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wo man hin möchte. Also alles gut zu erreichen. Und dadurch, dass hier halt viele Leute in der Nähe oder drumherum wohnen, bietet es sich natürlich auch an, dann hier abends auszugehen. Da muss man nicht unbedingt dann in ein anderes Viertel fahren, es sei denn, man möchte. Also es gibt eigentlich genug Angebote hier auch vor Ort, die zu nutzen sind. Es gibt auch einige Parks hier auf der Strecke, also wenn man so die Seitenstraßen reingeht, gibt es viele Parks, die im Sommer halt in Betrieb sind. Viele Leute, die da mit ihren Hunden spazieren gehen, Fußballplätze und so weiter und so fort. Also alles in allem ein gut gemischtes Viertel mit einem ziemlich breiten Freizeitangebot, würde ich sagen. Also für Toronto schon relativ breit gefächert. Hier sieht man eins der neu gebauten Wohnungen. Also werden jetzt auch immer mehr an dieser Straße. Also bis vor, ich weiß nicht, paar Jahren, 5, 6, 7 Jahren, gab es hier kaum große Wohnblöcke. Also da war hier alles nur Einfamilienhäuser oder kleinere Gebäude mit vielleicht einer Handvoll Wohnungen. Aber jetzt so langsam kommt auch hier die Wohnungsnot zum Tragen und dadurch wird halt alter Wohnraum aufgekauft, alte Häuser werden abgerissen oder Gebäude werden abgerissen und durch neue große Hochhäuser ersetzt, um halt mehr Wohnraum zu schaffen.
Man sieht, es wurden halt oftmals auch so der Charakter der alten Gebäude wurde bewahrt. Also oftmals findet man hier noch die Backsteinbauten, die dann allerdings umgebaut wurden, renoviert wurden und weiter genutzt werden, allerdings dann modernisiert, was halt ganz nett ist. Hier sieht man die Straßenbahn, fährt so komplett durch die Mitte. St. Clair Avenue ist auch was breiter, also hat mehr als eine Spur, dadurch halt auch sehr gut befahren. Wenn man von Ost nach West oder umgekehrt durch die Stadt möchte, ist es eine ganz beliebte Route hier. Ja, viele Leute, wie gesagt, leben hier in der Nähe und nutzen es dann halt auf dem Weg zur Arbeit. Insofern ist hier immer gut was los in dieser Gegend. Viele Gebäude hier, die auch bemalt sind, was so ein bisschen zum Charakter hier beiträgt. Also es ist recht bunt. Ja, und wie gesagt, also die Leute, die hier so lang laufen, es ist immer sehr gemischt. Also egal zu welcher Tageszeit man hier durchläuft. Es gibt viele junge Leute, ältere Leute, Familien mit Kindern, auch einige Schulen in der Nachbarschaft oder in der Nähe. Ein sehr beliebtes Viertel, schon seit ziemlich langer Zeit. Und dadurch, dass es sich jetzt so ein bisschen wandelt, denke ich mal, ist es halt auch ein Viertel, was weiterhin recht beliebt ist hier in Toronto. Also wenn man hier zu Besuch ist, lohnt es sich durchaus hier vorbeizuschauen. Vielleicht auch mal in die kleinen Läden reinzugucken. Gibt schon ganz spezielle Sachen, die es hier nicht überall gibt oder überall anders in der Stadt gibt. Und von der Atmosphäre her ist es halt wirklich ganz schön. Viele kleine Cafés oder Restaurants mit lokalen Spezialitäten aus aller Herren Länder. Also gibt definitiv was zu sehen. Es ist relativ bunt, wenn man hier im Sommer ist, und zur Zeit oder an dem Wochenende, wo es Salsa und St. Clair ist, sollte man durchaus mal vorbeigucken. Ein sehr, sehr buntes und sehr, sehr großes Festival, was hier gefeiert wird. Jetzt im Winter ist es hier vielleicht ein bisschen was ruhiger, aber wie gesagt, immer noch relativ beliebt bei den Leuten, die hier in der Nähe wohnen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne den Daumen hoch und abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.